Woran merkt man, dass ein Skatespot legendär ist? I don't know. Er wird in tausenden Skateparks weltweit nachgebaut. China Banks. China Banks. China Banks. China Banks. Die China Banks. Dieser Spot befindet sich auf einer Fußgängerbrücke in San Francisco, die 1971 gebaut wurde und die das Hilton Hotel und den Stadtpark Portsmouth Square verbindet. Die China Banks sind zwei gegenüberliegende Banks mit einer extrem kurzen Transition und mehreren unterschiedlich langen Bänken. Der Name kommt daher, dass der Spot im Stadtteil Chinatown liegt. Laut eigener Aussage war es Mike Archimedes, der 1979 den Spot entdeckt haben soll und diesen daraufhin mit seiner Crew regelmäßig aufgesucht hat. Around 1979 is when I kind of put two and two together that, I seen the transition on this bridge over here, like, hey man, that looks skatable. Im Oktober 1985 waren die China Banks dann das erste Mal in einer Zeitschrift zu sehen, als Ken Takeda für eine Venture-Werbung einen Roll-In in die Bank machte. Mit einem Roll-In an einer 1,50 hohen Bank schafft man es also ins Fresher Magazine. Das allein zeigt, dass es dieser Spot so richtig in sich hat. Hardest spot to skate ever. As soon as you think you're gonna get serious, it like kind of humbles you. It's fucking ridiculously hard to skate. Durch die kurze Transition, A transition about this big. die Backsteine und der Tatsache, dass die Banks extrem steil sind, I feel like people see it on the video, they think it's like transition, but it's a wall. ist dieser Spot wahnsinnig schwer zu fahren. Nicht wenige waren beim ersten Mal an diesem Spot enttäuscht, dass sie hier nichts auf die Reihe bekommen haben. Kind of nerve-wracking. This place sucks. Über die Jahre hinweg wurden die China Banks aber immer bekannter und die Messlatte wurde immer höher gehängt. Waren es anfangs noch Carves über die Bänke, die jeden in Staunen versetzten, wurden dann auch schon Grinds und Slides an den Kanten der Banks gemacht, die kaum einer zu jener Zeit für machbar hielt. Der erste absolut kranke Banger war ein Ollie von Joe Valdez über die Ecke von einer Kante auf die andere. Sieht auf den ersten Blick ziemlich unspektakulär aus, aber vergesst nicht, das ist eine Brücke und auf der anderen Seite geht's 10 Meter nach unten. It's a street. That's 35 feet down. Fucking busy street. Look, see right here? Dass so etwas auch schief gehen kann, hat dieser BMXer hier bewiesen. Skater konnten den Platz meistens ohne Probleme nutzen. Stress mit der Polizei gab es selten. Und wenn es Ärger gab, dann lag es an den Sicherheitsleuten des Hilton Hotels am anderen Ende der Brücke. Security used to really kick you out and be pretty mean about it. I just found that if you go towards the entrance and stuff, that's where they always boot you. If you like hang out away from the hotel, they kind of like look the other way. And I found that if you go by yourself, like they don't care that much. But if it's like 3 or 4 people, they come out and bust you. In der mittlerweile über 40-jährigen Geschichte der China Banks sind unzählig viele heftige Fotos und Videos entstanden. Ein paar nennenswerte Tricks sind unter anderem der erste Grind an der Kante von John Cardiel. Cardiel opened up the top. The ledge was so dry. Well, all untouched. It was biting so gnarly, like there was no way it was gonna fucking grind. I actually didn't get it that night. It was another night. We came back. Der erste Kickflip in einer der Banks von Coco Santiago. Coco Santiago, he got the kickflip on the bank, first one. Oder auch der Kickflip im Regen von Dennis Busenitz. Die Liste kann man noch ewig so weiterführen. In über 40 Jahren ist hier schon einiges zusammengekommen. Der letzte Banger, der jeden sprachlos zurückließ, war ein Ollie über die lange Bank von Kristen Funkhauser im Jahr 2021. I didn't even believe it. I thought the cover was fake. But I think the photo is almost what made it more confusing because of how comfortable he looks. You're just like, how the fuck? And then I had seen the clip and I had to take a knee. What the fuck? Einfach nur crazy. Leider ist nicht alles eitel Sonnenschein, denn obwohl es eine öffentliche Brücke ist, wird sie vom Hilton Hotel so behandelt, als ob sie ihr Eigentum wäre. So wird die Brücke sonntags oder bei privaten Veranstaltungen des Hilton Hotels gesperrt. And critics say the Hilton treats it like a private rather than public space. Daher konnte die Brücke ihrem eigentlichen Zweck nicht dienen und wurde laut Umfragen von Fußgängern so gut wie gar nicht benutzt. Im April 2022 kam man daher zu dem Entschluss, die Brücke abzureißen. Well, the San Francisco Board of Supervisors has voted to revoke the permit for a decades-old pedestrian bridge in Chinatown. It spans Kearny Street, connecting the Hilton Hotel to Portsmouth Square. Some call it a landmark, but the city wants to tear it down.
Unter anderem auch, um den angrenzenden Park umzugestalten und zu erweitern. Diese Arbeiten sollen 2023 beginnen und spätestens 2025 abgeschlossen sein. Noch steht die Brücke, aber da das Ende besiegelt ist, ist es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ich bin jedenfalls gespannt, welche Banger wir zum Abschluss noch zu sehen bekommen. Und bis dahin könnt ihr euch dieses Video anschauen.